Mein Name ist Herbert Wicke. Wir sind also hier in Meinath-Jestedt im Werratal. Ja, wir bewirtschaften hier 350 Hektar. Wie man sieht, stehen wir jetzt hier mitten im Spargelfeld und wollen uns dem Spargel etwas näher widmen, denke ich. Hier sieht man, wie locker der Boden ist. Und wenn wir jetzt tiefer gehen, dann kommen wir zu dem sogenannten Rhizom. Das ist diese Wurzel, die wir hier gut sehen. Und durch das gute Wurzelwerk kann er sich natürlich auch gut mit Nährstoffen versorgen und entsprechendes Wachstum generieren. Wir haben hier einen Boden, wie gesagt, diese sandigen Lehmböden, die wir im Werratal haben, die mit Mineralien gut durchsetzt sind. Und diese Böden bringen auch Geschmack in den Spargel. Ein reiner Sandboden hat in der Regel nicht so viel Mineralien drin wie unsere Böden hier, sodass wir vom Standort her dort schon leicht im Vorteil sind. Also wir wissen das von Kunden, die sehr zufrieden sind mit unserem Spargel. Die Qualität, sage ich mal, ist eigentlich, dass wir den Spargel weiß behalten. Bekommt der Spargel zu viel Wärme bzw. zu viel Tageslicht, dann gibt es eine lila, eine rosa Verfärbung und damit wird er in die zweite Qualität abgestuft, sodass wir also bemüht sind, den Spargel unter Folie zu halten. Er hat das Licht erblickt und das bedeutet auch, dass er gestochen werden muss, sonst wird er lila. Ein weißer Kopf, gerade gewachsen, so soll er sein. Der Spargel ist eine Dauerkultur. Der Spargel ist dann 10 Jahre auf einem Feld. Wir pflanzen den Spargel und dann brauchen wir wieder 2 Jahre, bis man anfangen kann mit Ernten. Und im 4. Jahr ist er dann voll in Ertrag. Denn Spargel beschäftigt uns schon das ganze Jahr über. Die Felder müssen trocken sein im Frühjahr, genügend abgetrocknet sein, damit es nachher beim Stechen einen schönen krümlichen, lockeren Boden hat. Ja, dann geht es weiter, dann werden die Folien, nach dem Dämmen sofort die Folien aufgezogen. Und wenn die Folien aufliegen, dann geht es ca. Mitte April bei uns hier in Nordhessen dann bis 24. Juni, das ist so klassischer Ausstieg wieder, Johannistag. Und wenn die Ernte jetzt beendet ist, dann werden die Folien heruntergenommen, da wird Bodenbearbeitung stattfinden, beziehungsweise kommt auch Dünger dann zum Einsatz, dass wir den Spargel wieder für das nächste Jahr stärken. Spargel bekommt Stickstoff, Phosphat und den Kalisob. Und unsere Böden sind mit Magnesium von Natur her gut versorgt. Schwefel kommt nochmal mit dem Kali in den Boden. Und das reicht dem Spargel dann aus, wenn er in das Längenwachstum geht, wenn er sein Kraut bildet. Denn man muss sagen, der Spargel hat ein sehr gutes Wurzelwerk, sodass er da sehr gut auch den Dünger aufschließen kann. So, und dann sind wir im Spätherbst. Dann wird dieses Spargelkraut runter gemulcht. Wir fräsen es anschließend in den Damm ein. Und so bleibt es dann über Winter liegen. So ist der Kreislauf eines Spargeljahres bzw. eines Spargelbauerns. Ja, der Spargel an sich ist schon eine Herausforderung, weil wir erstmal mit neu begonnen haben mit der Kultur. Und im täglichen Bereich ist halt wichtig, dass die Leute, die den Spargel stechen, dass die auch verlässlich sind. Des Weiteren ist also die Vermarktung eine große Aufgabe, denn wir haben uns dafür entschieden, ab Hof zu vermarkten und die Gaststätten, Hotels in der Umgebung und etwas weiteren Umgebung zu beliefern. Und dort muss man halt erstmal Fuß fassen. Wir können eigentlich nur durch Qualität überzeugen, frische, kurze Wege, denn das ist beim Spargel immer das Argument. Wir bieten dann auch unseren Kunden 7 Tage die Woche Spargel an und den Service muss man dann halt auch bieten. Denn wir freuen uns, wenn die Leute zu uns kommen und diesen regionalen Kreislauf zu würdigen wissen. Geheimnis des Erfolges ist, glaube ich, schon, dass wir uns intensiv damit befasst haben, die ganze Familie mitzieht. Das ist auch ganz wichtig. Alleine können sie nichts bewegen. Und dass wir einfach uns Gedanken machen, was will der Verbraucher haben und ein frisches, hochwertiges Produkt liefern können.